Die IT ist überlastet. Für meiste Anfragen hörst du entweder wir haben dafür keine Ressourcen oder das hat keine Priorität. Was kann man tun und warum die klassische IT eine Revolution braucht? All das erfährst du in diesem Video. Hallo Freunde, mein Name ist Alexei und ich bin der Low-Code-Expert. Heutzutage beobachten wir einen Boom von Technologiegiganten. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google und Microsoft werden von Tag zu Tag reicher und reicher. Sie sind jene, die Digitalisierung ernst genommen und die IT sehr stark gefördert haben. Viele Entwickler träumen davon, dort zu arbeiten und einen Teil vom Kuchen abzubekommen. Allerdings herrscht auch dort nicht alles so optimal, wie man es sich vielleicht vorstellt. Auch diese Firmen reagieren manchmal zu langsam auf Änderungen, die auf der ganzen Welt passieren. Wenn es bei diesen Riesen passiert, wie sollen es dann erst die anderen Firmen machen, die keine Milliardenbudget oder Hunderte von tausend Entwickler haben? Noch vor 5 oder 10 Jahren wäre die Antwort gewesen, mehr Entwickler einstellen und Digitalisierung vorantreiben. Mehrere Millionen investieren, um Prozesse endlich in den Griff zu kriegen. Aber diese Möglichkeiten bieten sich den meisten Firmen eben nicht so einfach. Der Markt bietet auch kaum die große Anzahl an Programmierern, um den Bedarf gerecht zu werden. Vor allem einfache und mittelschwere Applikationen kriegen keine Priorität und Budget, weil deren Entwicklung zu teuer ist. Dies führt dazu, dass die Lücke zwischen dem Bedarf der Fachabteilungen und dem Angebot der IT-Abteilungen immer größer wird. Die Fachabteilungen können nicht Monate oder Jahre warten, bis ihre Probleme angegangen werden und gehen daher meist einen von 2 Wegen, um sich die Arbeit zu erleichtern. Entweder den des Einkaufens fertiger, teils teurer oder nicht optimal passender Lösungen, oder sie improvisieren mit auf Word, Excel oder Access basierenden Workarounds. Diese Lösungen werden dann größer und größer, sind losgelöst von internen IT-Systemen und bilden die sogenannte Schatten-IT, also eine Menge von Lösungen, die der internen IT nicht bekannt sind. So wie dunkle Materie im Universum für einen Großteil des Gewichts verantwortlich, ist auch die Schatten-IT zu einem Schwergewicht und somit großen Problem geworden. Diese Lösungen sind schlecht wartbar, erzeugen viel Copy-Paste-Arbeit und sterben sehr oft, nachdem die Mitarbeiter, die sie entwickelt haben, aus dem Unternehmen ausscheiden. Eine einfache Entscheidung seitens der IT wäre es, solche Lösungen zu verbieten und konsequent gegen solche Insellösungen vorzugehen. Aber eine einfache Lösung ist oft nicht immer die richtige. Die Vorteile von Insellösungen überwiegen vor allem für die Fachabteilungen deren Nachteile. Sie wollen und müssen oft sehr schnelle Änderungen durchführen, weil sich das Business ja auch ständig ändert. Oftmals sitzen in den Fachabteilungen Mitarbeiter, die gewisse IT-Affinität haben, jedoch nicht in der IT arbeiten, sondern sich mit ihren Skills nur einen Teil ihrer Arbeit im Daily Business erleichtern wollen. Dieses Problem war noch vor wenigen Jahren fast unlösbar, aber heutzutage existiert eine Lösung und sie ist, ihr wisst schon, Low-Code. Ich würde euch gerne ein Konzept der dezentralisierten IT vorstellen. Ihr habt bestimmt schon viel darüber gehört, dass dezentralisierte Technologien mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Dezentralisierte Währung, Bitcoin, wächst rasant. Dezentralisierte Suche im Hintergrund von Google sorgt dafür, dass du Millisekunden schnell die Ergebnisse auf deine Anfragen bekommst. Internet of Things und 5G basieren auch auf diesem Konzept. Warum also wollen wir das Ganze nicht auch mit unserer IT machen? Low-Code ermöglicht es, die IT zum Teil zu dezentralisieren. In den Fachabteilungen könnten ehemalige Excel- oder Access-Profis den Zugriff auf intelligente BPM-Systeme, kurz IBPMS, bekommen, welche es ermöglichen, ohne Code Applikationen zu entwickeln. Somit werden viele kleinere Apps entstehen, die einem die Arbeit erleichtern. Wenn die Applikationen an Komplexität gewinnen, beinhalten diese meist Code-Schnipsel, die komplexere Business-Logiken abbilden und selbst wieder in vielen kleineren Low-Code-Anwendungen verwendet werden können. Bis jetzt geschieht dies alles noch ohne dem Mitwirken der zentralen IT. Die Mitarbeiter, die diese Lösungen entwickeln, sind sogenannte Citizen Developers, also diejenigen, die in den Fachabteilungen mit IT-Affinität Businessprozesse aktiv unterstützen und auch leichter mit der IT kommunizieren können. Wenn die Prozesse stehen und die Fachabteilung sieht, dass Schnittstellen im Spiel sind,
Datenbanken, Salesforce, SAP und so weiter, können Sie die zentralen IT kontaktieren, um Zugriff auf diese Drittsysteme zu bekommen und sie mit Hilfe von IBPMS anzubinden. Wenn mehr Komplexität vorhanden ist und oder viele Schnittstellen existieren, wird das Zutun der zentralen IT natürlich öfter benötigt. Aber hey, währenddessen wurden zusätzlich Hunderte, wenn nicht Tausende Applikationen erstellt, für die die IT eben nicht benötigt wurde. Jetzt denkst du wohl, dass dadurch Chaos in der IT entsteht oder noch größer wird und die Schatten-IT dadurch noch schlimmer? Die Antwort ist nein, weil alle Applikationen trotzdem von der IT gesehen und verwaltet werden können, da sie alle in einer Plattform erstellt wurden. Die IT sieht auch, wer etwas macht und kann bei Bedarf helfen oder umgekehrt etwas Ungewünschtes verhindern. Die Insellösungen können leichter an das Festland der IT angebunden werden. Die Lösungen besitzen auch eine automatisierte Dokumentation und sind wesentlich einfacher zu verstehen und zu warten als klassischer Quellcode, Excel oder Access. Dies spielt eine besonders große Rolle in Fällen, in denen Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheiden und ihre Arbeit von Kollegen übernommen wird. Somit kann Digitalisierung sehr stark beschleunigt werden, ohne dafür viel Geld investieren zu müssen. Wenn dir dieses Konzept gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Schreib in die Kommentare, ob dieses Konzept deiner Meinung nach realisiert werden kann. Für mehr Videos rund um Digitalisierung, moderne IT und Technologien, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.